Jeden Tag verlassen zig Lastwagen mit mehreren Tonnen Holz die Karpatenwälder im Süden Polens. Jeden Tag werden mehr und mehr Bäume in den wertvollsten Wäldern Europas gerodet. Bäume, die über Jahrhunderte hier gewachsen sind. Wälder, in die der Mensch bislang kaum eingegriffen hat. Seit April 2021 besetzt hier eine Gruppe junger Umweltaktivisten einen Teil des Waldes. I know that cutting trees, it makes such a big difference for the whole ecosystem, and I really feel that preventing this forest is very, very important. Hascha ist eine von ihnen. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden die Zelte hier vor einigen Monaten errichtet. Die Forstarbeiter hatten bereits begonnen, erste Bäume zu fällen. Die Umweltaktivistinnen stoppten die Schlägerung mit ihrer Blockade. So we are now blocking 7 parts of the forest, so they can't cut in this forest that we are sitting now in, because we are blocking the entrance to the forest with our bodies. Die Zelte sind mit Seilen verbunden, die Forstarbeiter daran hindern, mit ihren großen Maschinen in den Wald zu fahren. Hascha zeigt mir, wie man sich richtig sichert, um auf den Baum zu klettern. Nacht für Nacht schläft sie hier oben. Ziel der Umweltaktivistinnen ist es, in diesem Gebiet einen Nationalpark zu errichten. So we are in a very old and very special Carpathian forest that grows here for hundreds of years, and it's very, very important that we protect this kind of forests that are only few in whole Europe, because so many species lives here. There are some insects that are only here, or type of moths that are nowhere else in all over the world even. Und die würden für immer verschwinden, wenn man den Wald rodet. The forestmen, they say they are like having new trees every year more and more, but this is not the same. If we cut them, we lost them and we're not gonna get them back. Der Wald hier ist nicht nur das Zuhause zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Er ist auch ein wichtiger Wasserspeicher, schützt die Menschen, die hier leben, vor Überschwemmungen und versorgt sie mit Trinkwasser. What is really terrible to me is that in other countries in Europe that are more developed than Poland, there are no places like this anymore, because people from the past, they cut it, they destroyed it because they didn't know it's actually something much more precious than new coal mine or whatever. And here in Poland we still have these places, we have this knowledge, we could learn from the mistakes of others, but we are doing the same mistakes now. To me, it's super important to make people more aware of the fact that we are not alone on this planet. That it's not that the whole nature and everything is just for human beings. We are here with other beings, animals, insects, plants, trees, and they should have their space. And I really believe that what we do here is the way to make people aware of it.